Das hier sieht aus wie ein Alphabet von einem anderen Planeten oder 68 Zeichen, alle unterschiedlich. Aber was, wenn ich dir sage, du brauchst nicht mal 5 Minuten, um das System dahinter zu verstehen? Hangul ist kein Alphabet wie unseres, wo Buchstaben einfach nebeneinander stehen. Hangul baut Silben, die sich folgendermaßen zusammensetzen. Anfangskonsonant, Vokal, manchmal noch ein Endkonsonant. Das war's. Das ist die ganze Logik. Bauen wir zusammen ein Hangul-Zeichen. Zuerst I, das sieht aus wie das deutsche I und klingt auch so. Ein Vokal darf aber nicht alleine stehen. Deshalb setzt man den stummen Konsonanten I davor. Fast 15% der koreanischen Bevölkerung haben den Nachnamen I. Ersetzt man das stumme I durch Kia, das wie ein G klingt, wird daraus Ki. Ki bedeutet Lebensenergie. Fügt man jetzt noch Mium hinzu, das wie ein M klingt, entsteht Kim. Kim ist der häufigste Nachname in Korea. Jeder 5. heißt Kim. Die 19 Anfangskonsonanten basieren auf 5 Grundzeichen, die die Form der Sprechorgane nachbilden. Georg zeigt die Zungenwurzel, die den Rachen verschließt. Ein zusätzlicher Strich macht daraus das behauptete K, 2 nebeneinander ergeben das verstärkte G. Nien zeigt die Zungenspitze am oberen Zahnfleisch. Daraus entstehen N, D, D, T und L. Mium zeigt die Form der Lippen. Daraus entstehen M, P, B und P. Bei allen schließen und öffnen sich die Lippen. Shio zeigt die Form eines Zahns. Daraus entstehen S, S, Z, Z und Z. Ieng zeigt den Rachen. Daraus entsteht Ö und H. Die 21 Vokale kommen aus 3 Grundformen. Punkt, waagrechte Linie Ö, senkrechte Linie I. Der Punkt steht für den Himmel, die waagrechte Linie für die Erde, die senkrechte Linie für den Menschen. Steht der Punkt neben der senkrechten Linie, entstehen A, Ja, O, Ja. Steht der über oder unter der waagrechten Linie, entstehen O, Jo, U, Ju. Die Endkonsonanten heißen Bachim. Es gibt zwar 27, aber tatsächlich nur 7 unterschiedliche Laute. K, L, T, L, M, P, Ng. Derselbe Konsonant kann je nach Position am Anfang oder Ende der Silbe anders klingen. Ing wird als Anfangskonsonant nicht gesprochen, aber als Bachim klingt es wie Ng. Damit kennst du bereits das System, mit dem jede Silbe im Hangul gebaut wird. Lass uns noch ein kompliziert aussehendes Zeichen lesen. S-A-M, Sam, es bedeutet das Leben. Im nächsten Video lernen wir gemeinsam jeden Konsonanten und Vokal Strich für Strich. Abonniere den Kanal und lass uns gemeinsam starten. Danke fürs Zuschauen.